Was bisher geschah. Im Frühling 2025 startete ich eine Bikepacking-Tour. Von Ulm aus sollte es bis nach Barcelona gehen, mit dem Ziel, die höchsten Kirchtürme der Welt zu verbinden. Und mit einem Schnupfen im Gepäck kämpfte ich mich die ersten Tage durch das noch kalte Deutschland. In den folgenden 2 Tagen fuhr ich bei wechselhaftem Wetter weiter durch die Schweiz. An der Aare entlang ging es vom Rhein in die Hauptstadt Bern. Und nach der ersten kleinen Panne ging es über Lausanne vorbei am Genfer See und Genf geradewegs Richtung Frankreich. Land Nummer 3 auf meiner Reise. Und damit willkommen zurück zu Project Barcelona. Guten Morgen Leute, zu Tag 5. Ich muss sagen, die Nacht war super, es war richtig warm. Dafür zahle ich diese Rechnung mit diesem Morgen. Guck, man hört es immer noch, es regnet wie verrückt. Ja. Ich werde einfach warten, bis das Schlimmste vorbei ist. Und dann gucken wir einfach mal. Ich glaube, es soll irgendwann um 10 Uhr aufhören. Dann fahre ich halt eben erst um 10 Uhr los. Damit ich nicht gar so nass werde. Mal gucken, es soll heute den ganzen Tag wahrscheinlich noch regnen. Aber dafür soll es morgen wieder besser werden. Schauen wir mal. Ich frühstücke erstmal was und dann kann ich einfach mal abwarten. Ansonsten meine Stromspeicher sind auch langsam leer und da ich heute nicht so viel fahre, kriege ich wahrscheinlich durch den Dynamo auch nicht so viel rein. Also werde ich heute vermutlich irgendwo mal Strom aufladen müssen. Mal gucken, wie ich es mache. Aber irgendwas wird sich schon finden, damit ich wieder relativ autark unterwegs sein kann. Ansonsten, ja, Leute, ich habe Hunger. Ich mache mir was zu essen. So Leute, wir haben jetzt 9 Uhr. Ich nutze mal diesen kleinen blauen Fleck hier aus, um mal alles zusammenzupacken und loszustarten. Naja, man sieht, alles ist nass. Fahrrad auch. Antrieb ist einigermaßen abgedeckt, hoffentlich. Ah, nein. Hat die Kette nicht zu viel abbekommen. So, Leute. Etappe 5. Ich sitze wieder auf dem Bock. Theoretisch hätte ich nur noch 75 Kilometer. Ja, Leute, und so startete Tag 5 in einen nassen Morgen. Ich war wirklich nicht guter Dinge, dass sich das Wetter noch signifikant ändern sollte. Aber ich sollte mich 100%ig irren. Boah, was für eine Aussicht, Leute! Boah! Eine wunderbare Abfahrt, Leute! Ich habe nur das Gefühl, das muss ich nachher wieder rauffahren. Einfach die spanische Flagge als Anstieg, ey. Und ja, so ging es morgens gleich direkt dem höchsten Punkt des Tages entgegen. Ach, der erste Anstieg ist immer der härteste, ey. Ich brauche immer so eine Stunde, bis die Beine richtig warm sind. Aber die Aussicht ist auf alle Fälle nicht schlecht und ich glaube, da oben ist bereits das Ziel. Und unter dem bewölkten Himmel ging es immer wieder durch kleinere französische Dörfer immer weiter dem Eurovelo 17 entlang. So Leute, ich habe jetzt ein ganzes Weilchen nicht mehr gefilmt, weil es nur noch bergauf und bergab und bergauf und bergab ging. Aber ich fahre jetzt ganz langsam an das Highlight des Tages ran. Und zwar eine unfassbar lange Abfahrt. Und die leitet eigentlich dann den Abstieg fast bis kurz vors Rhonetal rein. Das heißt, alle Höhenmeter, die ich über die letzten Tage aufgebaut habe, kann ich jetzt einlösen.
Was für eine Abfahrt. Meine Füße, Zehen und Finger sind einfach nur Eisklötze. Und dann waren wir auch schon wieder an der Rhone. Die würde mich noch für einige weitere Tage Richtung Barcelona begleiten. Allerdings hieß es für heute erstmal Adieu, denn die nächste Station war der Lac du Bourget. So, kurzes Luftverschnaufen. Da kommt gleich die Bahn vorbei. Hat schon ein bisschen hier Italien-Vibes, muss ich sagen. Also wirklich Gardasee. Mit hier den hohen Felsflanken. Bei mir kickt der Datter langsam rein. Nur mal kurz Pause machen. Da hinten habe ich schon gesehen, gibt es einen Mickey D. Da werde ich mir jetzt danach kurz reinsetzen. Einen Kaffee trinken, aber am allerwichtigsten mal meine Akkus aufladen, mal wieder ein Total Reset machen von allen Stromgeräten und dann bin ich wieder für die nächsten paar Tage gut, ohne irgendwelche Probleme. Dann in dem nächsten Dorf gibt es einen Supermarkt. Google sagt, er hat offen. Schauen wir mal. Ich meine, das ist immer noch Ostermontag. Mal gucken. Dann da mal noch ein bisschen Verpflegung kaufen und dann geht's ab nach Grenoble. Irgendwie bin ich jetzt auf einem Rennkurs gelandet. Mir hängt der Magen in den Kniekehlen. Egal, weiter geht's. Jetzt bin ich im Rennen. Ich mache jetzt auch ein Rennen zum McDonald's. Mann, waren die schnell, hey, abgefahren. Das gibt nochmal richtig Motivation, zum Mc's zu fahren. Und mit einigermaßen aufgefüllten Akkus und relativ viel Schrott im Magen ging es weiter den See entlang. Der Supermarkt hatte natürlich nicht offen und so ging es immer weiter dem schönen Wetter entgegen. Und ich weiß nicht genau, was es war, aber meine Laune wurde immer besser. Jetzt ist offiziell die Etappe von Tag 5 beendet. Wir haben Vierer. Und wir sagen, wir ballern noch ein bisschen und schlagen uns noch ein bisschen Freizeit und Balance raus. Dann kann ich mich mal ein bisschen ums Fahrrad kümmern, alle Sachen noch mal laden und mich dann fertig machen für die richtigen Höhenmeter. Mit der schönen Aussicht ist es auch gar kein Problem, noch ein bisschen weiter zu petzen. Aus der Stadt draußen und jetzt hier Autobahn neben Autobahn. Autobahn für Autos. Oh, Fahrradbahn, Fahrradautobahn. Keine Ahnung, es macht gar keinen Sinn. Aber ja, hier geht's mega schnell voran. Und die Kilometer purzeln nur so. Let's take in the morning. 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 Come back, won't you come back?
Straßen zwischen den Bergen, in den Tälern muss ich langsam durch. Ah, ist einfach abgefahren, hey. Ich meine, was gibt's Besseres, hey? Es ist super schön. Immer wieder kleinere Orte jetzt hier. Oh, schaut euch mal die Aussicht an. Es geht jetzt einfach nur so weiter. Morgen auch noch, bis wir dann im großen, weiten Rhonetal landen. Aber schaut mal dahinter. Oh, die schneebedeckten Gipfel. Oh Gott, hey. Und einfach pedalieren, Leute. Einfach pedalieren. So, ich muss rechts weg. Bis gleich. Tatsächlich, wie ihr gesehen habt, der Supermarkt hatte offen. Nochmal Glück gehabt. Genau. Und jetzt kommt leider das Rucksackproblem wieder zum Tragen. Ich glaube, ich kriege alles irgendwie noch verpackt. Aber ja, Rucksack wäre jetzt nice. Egal. Morgen Grenoble gibt es einen Decathlon. Ich habe mich jetzt entschieden, ich fahre jetzt vielleicht noch so 30 Kilometer weiter, kurz vor Grenoble. Und schlag dann da mein Lager an der Isère auf, der Fluss hier. Und dann passt das für heute. Da habe ich morgen noch ungefähr so 100 Kilometer. Das sollte kein Problem sein. Ich glaube, es soll nicht so schlimm regnen am Anfang wie heute. Dann sollte das schon klappen. So, ich schaue, dass ich hier alles verpackt bekomme. Dann muss ich nur noch Wasser besorgen. Und dann suchen wir mal einen Schlafplatz. Und was dann folgte, Leute, war eins der Highlights für mich auf dieser Tour. Ich weiß bis heute nicht ganz genau, was es war. Aber irgendwie fiel mir in diesem Moment ein Stein vom Herzen. Es könnte daran gelegen haben, dass endlich die Osterfeiertage vorbei waren, ich endlich in Frankreich im nächsten Land war oder das schöne angesagte Wetter. Vielleicht aber auch eine Kombination aus allen dreien. Und dann noch dazu mit dieser Landschaft. Leute, mir ging es einfach super. Und durch viele kleinere französische Dörfer ging es im Tal immer weiter Richtung Grenoble. Mit der majestätischen Chartreuse zu meiner rechten Seite, an der ich mich gar nicht satt sehen konnte und der ich dieses Jahr noch einen Besuch abstatten werde. Kleiner Spoiler-Alarm für ein kommendes Projekt. Ey, ich sag mal eins, dafür, dass der Tag so ekelhaft angefangen hat, ist das einfach ein perfektes Ende, hey. Die Gegend gehört wirklich zu den Top-Gegenden in Frankreich, in denen ich Bikepacken war. So, wo muss ich jetzt hin? Da. So Leute, ich bin jetzt an meinem Schlafplatz für heute. Das Zelt ist schön aufgebaut da hinten. Und Jackpot für heute, sogar mit Unterstand. Genau, da hinten ist so ein Kanu-Club. Aber es ist Ostermontag. Ich glaube nicht, dass jemand noch zu seinem Kanu-Club fährt. Genau, deswegen gehört das Grundstück heute Abend mal mir. Das ist perfekt. Hier wird dann gegessen. Da gibt es die Nudel und auch das Frühstück. Genau, alles ist bereits am Laden. So, ich wasche jetzt noch meine alten Sachen. Dann wasche ich noch mich selber. Ja, und dann geht es morgen als erstes nach Grenoble zum Decathlon. Mal schauen, wann der so aufmacht. Ich glaube so um 9, 10. Bis dahin bin ich locker da. Kann ich heute noch gemütlich machen, beziehungsweise morgen noch gemütlich machen. Und dann kann ich endlich einen neuen Rucksack kaufen. Aber ich mache jetzt mal die Wäsche. Und ich glaube, wir sehen uns dann morgen. Und ich sage für heute Tschüss.
Guten Morgen zu Tag 6. So, ich habe heute ein bisschen länger gebraucht zum Frühstücken, aber nicht so schlimm. Die Sonne scheint. Und es ist angenehm warm. Naja, bisschen frischer noch beim Fahren. Aber wir hatten schon Schlimmeres vor 4 Tagen. Genau, so. Ich bin jetzt auf dem direkten Weg nach Grenoble. Ich bin schon fast in der Vorstadt. Ich fahre jetzt hier an der Isère entlang. Und dann geht es schnurstracks zum Decathlon. Der müsste aufhaben, sobald ich ankomme. Dann wird da ein Rucksack besorgt. Und dann geht es weiter nach Valence. Ich glaube, das müssten heute so 120, 130 Kilometer sein. Sollte aber kein Problem sein bei dem schönen Wetter. Ich trete jetzt ein bisschen in die Pedale und wir sehen uns dann beim Decathlon. Okay. Kleiner Hindernisparcours. Leute, deswegen die Bikes immer nur so schwer beladen, wie man sie auch leicht tragen kann. So Leute, Rucksack ist besorgt. Auch extra nochmal Kettenwachs gekauft. Wer weiß, wie viel es noch regnet. Naja, und jetzt steht eigentlich nichts mehr im Wege. Jetzt geht's ab nach Grenoble. Also ich muss sagen, Grenoble holt mich jetzt nicht so ab. Irgendwie außenrum, die Natur, alles super schön. Aber die Stadt selber, ich weiß nicht. Irgendwie, was da fehlt, ist so der Flair. Ach ja, und ich muss zugeben, die Aufnahme war ein bisschen ein Fail. Denn einfach nur 3 Straßen weiter war dann plötzlich der Flair einfach da. Ich war einfach nur im falschen Viertel unterwegs und nicht wirklich in der Innenstadt. Und deshalb habe ich eine ganz bestimmte Regel, was Städte angeht, während dem Bikepacking. Wenn ich sie schon extra in die Tour eingeplant habe, fahre ich so lang dran herum, bis ich einigermaßen den Vibe verstanden habe. Manche Städte können einen dann richtig noch überraschen. Oder man fährt einfach gleich an der richtigen Stelle rein. Und ja, nach dem obligatorischen Sightseeing konnte es endlich nach Valence gehen. Und so ging es wieder auf die andere Seite der Isère. Und Grenoble verabschiedete sich mit seiner Schokoladenseite. Grenoble war doch schön. Aber das gehörte auch zu Grenoble. Und mit den Impressionen ging es auf den Flussradweg, auf dem ich nochmal richtig Gas geben konnte.
So Leute, jetzt mal kurze Mittagspause. Mal das gute Wetter genießen. Ich bin jetzt halt hier in einem kleinen französischen, nennen wir es Bergdorf. Ich habe jetzt noch 25 Kilometer, dann ist tatsächlich die Strecke für Tag 6 vorbei. Und auf den 25 Kilometern, ich habe jetzt noch ein paar kleine Höhenmeterzacken dran, geht es eigentlich nur noch bergab Richtung Valence. Heißt tatsächlich, so lang habe ich gar nicht mehr. Und dann mal gucken, suche ich mir ein schönes Plätzchen an der Rhone und ruhe mich ein bisschen aus, denn morgen geht es ein bisschen in die Höhenmeter rein. Hey, ich sonne mich jetzt noch ein bisschen und dann geht's weiter. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Abfahrt. Ja Leute, du bist angekommen, Navigation beenden. Yep. So, das war die Route für Tag 6. Route vorbei, Straße noch nicht. Heißt, für mich geht es jetzt noch weiter. Ich habe mal vorhin ein bisschen auf die Wetterkarten geschaut. Also übermorgen ist wieder super schön, alles klar. Nur morgen ist interessant. Morgen ist so bis 3, 4 Uhr Sonnenschein. Und danach soll es richtig anfangen zu regnen. Heißt, Plan für heute, nach Valence rein. Und dann so weit wie möglich runter zum Anfang des Anstiegs fahren. Und dann den Tag gemütlich ausklingen lassen. Und in den folgenden Kilometern begegnete ich einem meiner Bikepacking-Erzfeinde. Agrarwüste und Langeweile machte sich breit. Die verflog erst, als ich an 2 unaussprechlichen Schwesterstädten ankam, die mich doch sehr an Ulm und Neu-Ulm erinnerte. Und plötzlich war die Motivation wieder voll da. Es ist wirklich verrückt, wie schnell sich beim Bikepacken der Gefühlszustand ändern kann. Und durch die kleinen Gassen, die ich so liebe, und etwas Heimatgefühl, ging es weiter die Isère entlang. Immer weiter dem eigentlichen Etappenende von Tag 7 entgegen. Ich denke, wir kommen jetzt echt in eine vollkommen andere Gegend. Raus aus den Bergen, rein in tatsächlich Südfrankreich, Leute. Ich fahre jetzt in die letzte Stadt vor Valence und dann muss ich der Isère auch bald Tschüss sagen, weil dann fließt sie wieder in die Rhone, die alte Bekannte. Und dann ist die wieder mein neuer Flussbuddy. Der letzte Blick auf die Isère und da hinten ist die alte Freundin, die Rhone.
So viel Unterschied ist da nicht. Stopp, Leute. Bevor ihr anfangt zu judgen, ja, ich weiß, da ist ein Unterschied. Mir ist auch aufgefallen, dass auf meinen Taschen Cyclide und Tailfin draufsteht und nicht Norma und Netto. Aber ich mache das auch schon ein paar Jährchen und angefangen habe ich als Kind mit Bikepacking-Taschen vom Plus. Ja, Plus, als der noch ein Ding war, bevor er den Weg allen Schleckers gegangen ist. Aber ja, ich glaube, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, endlich darüber zu reden, was für mich der Bikepenner ist. AKA meine Komfortzone. Der Bikepenner ist für mich der schmale Grat, die Überschneidung im Venn-Diagramm zwischen Bikepacker und Obdachlosen. Naja, offiziell gesehen bin ich ja eigentlich auch gerade ein Obdachloser. Der Grundgedanke für mich ist es, auf Reisen mit möglichst wenig Geld auszukommen. Das heißt für mich mit Zelt, Wildcampen, Wasserschnorren, unter freiem Himmel duschen, Strom borgen und so autark wie möglich zu sein. Und dadurch sind meine Touren immer definitiv abenteuerlich. Obwohl ich zugeben muss, dass es wirklich schon sehr zu meiner Komfortzone geworden ist. Und all das fasse ich für mich unter dem Begriff Bikepenner zusammen. Die Art, wie ich gern unterwegs bin. So, jetzt hätten wir das auch geklärt und nun lasst uns endlich nach Valence reinfahren. We got no plans on where we go. The open road feels like home. Hier im Stadtpark von Valence und für mich jetzt auch offiziell in Südfrankreich. Ich muss sagen, es sind hier sehr viele Leute heute unterwegs. Leichte Überforderung, aber ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, ein bisschen Pause machen. Und dann muss ich tatsächlich auf die andere Seite von der Rhone und dann geht's die Rhone weiter lang. Und dann schauen wir mal zu dem Supermarkt, Sachen einkaufen und dann schaue ich mal nach einem schönen Lagerplatz. Ich weiß nicht, ob es offiziell so ist, aber Valence war für mich das Tor nach Südfrankreich. Die Stadt hatte schon leichten mediterranen Flair und auch wenn es doof klingt, aber jetzt fühlte es sich wirklich weit von zu Hause an. Und mit diesem Gefühl ging es auf die andere Seite der Rhone auf Suche nach Wasser und einem geeigneten Wildcampingplatz. So Leute, es sind einige Stunden vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich habe für eine Fanta und einen Wrap alle meine Akkus laden können und bin jetzt an meinem Schlafplatz. So, schau da an, da steht das Zelt. Da habe ich gerade Wäsche gewaschen und auch mich selber. Die trocknet jetzt da hinten. Ich hoffe mal, da fällt nichts rein. Ich habe immer ein Auge drauf. Genau, mal gucken. Ich wollte eigentlich oben auf dem Deich aufbauen. Also da drüben ist der Rhone-Kanal. Und da hinten ist die Rhone. Und der Bach fließt, glaube ich, vom Kanal in die Rhone rein und bewässert die Felder, die da hinten sind. Also hier ist keine Sau. Ich glaube auch nicht, dass heute noch irgendjemand kommen wird. Sonst sind hier nur Schafe. Hier ist alles voller Losung. Aber, naja, der Wind weht auch hier ein bisschen, was, glaube ich, hilft, dann die Wäsche zu trocknen. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz angenehm. Eine gute Nachricht, die Rhone bzw. der Rhone-Kanal ist wärmer als der Rhein. Das war jetzt tatsächlich ertragbar. Ja, ansonsten werde ich jetzt die Nudeln machen, wie immer. Ich habe mal gesehen, morgen sind es, glaube ich, wenn ich will, so 70 Kilometer, maximal 110 Kilometer. Dann bin ich direkt vor dem Ausstieg in die Schluchten der Ardèche. Mache ich dann abhängig davon, wie das Wetter dann wird. Mal gucken. Boah, stinkst du. Jesus Christ. Irgendwas stimmt bei meinem Hinterreifen nicht. Und wir reiten hoch. Oder vielleicht doch lieber ein Esel. Aber da bleibt mir eigentlich alles frei.
Genau, und das sollte passen, dass ich so bis 3, 4 ungefähr an meinem Ziel bin. Ja, dann Leute, würde ich sagen, bis morgen früh. Wir sehen uns dann zu Tag 7 und tschüss.